Als ich in der Türkei ankam, zog ich in eine einfache Gegend, die mir einige Menschen empfohlen hatten. Ich begann, kostenlosen Religionsunterricht an einer syrischen Schule zu geben. Die meisten Menschen in dieser Gegend stammten aus Syrien und waren vor dem Krieg geflohen. Sie lebten unter schwierigen Umständen und ich versuchte ihnen Hoffnung, Glauben und rechtliche Orientierung zu geben. Zu dieser Zeit war ich bereits seit mehreren Jahren zum schiitischen Glauben übergetreten, zeigte dies jedoch niemandem offen. Ich sprach mit ihnen auf eine ausgeglichene Weise und vermittelte zwischen den Glaubensrichtungen. So sagte ich ihnen: Wenn ihr einen Schiiten seht, der zur Hisbollah gehört und in euer Land eindringt und Schaden anrichtet, dann ist er ein Verbrecher und es ist selbstverständlich, dass ihr euer Recht von ihm einfordert. Aber ihr dürft nicht alle Schiiten weltweit als Verbrecher betrachten. Dieselbe Botschaft richtete ich auch an die Schiiten, damit sie nicht pauschale Urteile über andere fällen. Einfache und direkte Worte, nicht wahr? Aber in unserer arabischen Welt gibt es eine alarmierende Rate an Unwissenheit. Viele glauben, dass sie den Glauben verteidigen, während sie tatsächlich gegen die grundlegendsten Prinzipien von Religion und Menschlichkeit verstoßen. Nur weil ich ihnen sagte, sie sollten nicht pauschalisieren, wurde ich plötzlich als Verschwörer und Verräter angesehen. Es blieb nicht dabei. Sie gingen noch weiter und erstellten eine Seite im Internet, um die Menschen vor mir zu warnen und mich als gefährlicher als ihre erklärten Feinde einzustufen. Sie behaupteten, ich würde die Leute in fragwürdige Richtungen lenken und begannen so Gewalt und meinem Tod aufzurufen. Ich hatte wichtige Freunde, einige mit Einfluss in der syrischen Revolution, die mich kannten und mir vertrauten. Sie schlugen vor, entschieden gegen diese Aufwiegelungen vorzugehen und Maßnahmen zu ergreifen, um diese Personen abzuschrecken. Doch ich sagte zu ihnen: Lasst sie tun, was sie wollen. Gott wird die guten Taten nicht vergeuden lassen. Wenn er mich beschützen will, wird er es tun. Und ich muss meine Hände nicht schmutzig machen, indem ich anderen Schaden zufüge. Und tatsächlich, es war, als wollte Gott mir diese Wahrheit beweisen. Die Kampagne gegen mich wurde von einem Lehrer der Schule angeführt, unterstützt von einem Schüler, der ihm blind folgte. Nach 2 Wochen, gepriesen sei Gott, erreichte mich die Nachricht, dass ein Offizier der syrischen Revolution, eine gefürchtete Persönlichkeit, bekannt für seine Stärke und Härte, diesen Lehrer vor allen Anwesenden verprügelt hatte, so heftig, dass er ihn wie ein Korn im Feld niedertrat. Der Schüler, der die Speerspitze der Hetze gegen mich war, fiel an einem anderen Tag ungeschickt von einer Mauer und brach sich die Hand. Es war, als wollte Gott mir sagen: Überlass mir dein Recht, ich weiß, wie ich es zurückgeben kann. Ich wandte mich an meine Freunde und sagte: Habt ihr gesehen, warum ich mich nicht gewehrt habe? Diese Menschen griffen mich mit Worten an und ich hätte sie niemals mit Taten angegriffen. Ich wollte kein Unrecht tun, denn bei Gott geht nichts verloren. Und wenn ich die Wahl hätte, wäre ich lieber das Opfer als der Täter. In Syrien war ich ständig der Gefahr ausgesetzt, dass mein Status als Wehrdienstverweigerer aufgedeckt würde, besonders bei jedem Streit, egal wie unbedeutend, wenn es zur Polizei ging. Doch Gott schützte mich in all dieser Zeit. Ich wusste von einer rechtlichen Strategie. Wer zuerst eine Beschwerde einreicht, gewinnt. Wenn ich also in eine Auseinandersetzung geriet und befürchtete, dass die andere Person mich bei der Polizei anzeigen könnte, war es klug, selbst zuerst Anzeige zu erstatten. Sollte die andere Partei danach eine Gegenanzeige einreichen, würde dies als haltlose Rache angesehen und ignoriert. Auf diese Weise konnte ich meine persönlichen Daten vor einer Offenlegung schützen und den Verdacht weitgehend von mir abwenden. Ich mochte schon immer kluge Ideen und ruhige Taktiken, denn Intelligenz erfordert manchmal solche Kniffe. Trotzdem dachte ich mir, wenn niemand mich anzeigt, warum sollte ich den ersten Schritt tun und Feindschaften eröffnen? Ich sagte mir, es ist besser, ein Opfer als ein Täter zu sein, denn Gott, der Allmächtige, ist derjenige, der immer schützt. Und tatsächlich bin ich dank Gott dem Militärdienst entgangen und blieb frei, ohne jemanden anzuzeigen. Dabei wusste ich, dass es Menschen gibt, die durch die Härte und Bestrafungen im Militärdienst gestorben sind. Es ist bekannt, dass ein Offizier der syrischen Armee für den Tod von 2 oder 3 Soldaten von 100 unter seinem Kommando nicht zur Rechenschaft gezogen wird. Solche Vorfälle gelten als normal und werden einfach übergangen.
Dann zog ich in die Türkei und hoffte, dass meine Sportart, die ich erfunden hatte, NTD-Sport, die verdiente Anerkennung finden würde. Es handelt sich dabei nicht um gewöhnliche Bewegungsübungen, sondern sie behandeln Probleme wie Lähmungen, Bandscheibenvorfälle und Muskelhypertrophie und verleihen den Körpern von Frauen eine ästhetische Note. Ja, die Araber schätzten es, aber nicht so, wie es sein sollte. Mein Status in Syrien war zu bestimmten Zeiten ausgezeichnet. Ich hatte einen eigenen Club und Schüler, die mich liebten, aber mein Ehrgeiz war größer. Mein Ziel war es, diesen Sport weltweit bekannt zu machen, nicht auf eine bestimmte Region beschränkt. In der Türkei jedoch, insbesondere in dem einfachen Viertel, in dem ich wohnte, fand ich nicht die Anerkennung, die dieser Sport verdient hätte. Es war, als würde ich ihnen etwas aus einer fremden Welt präsentieren. Ich wollte mich nicht in die Wirren der Politik oder Gruppierungen einmischen, denn das sind immer Themen, die Kopfschmerzen bereiten und einen in das Durcheinander von wer ist mit uns und wer gegen uns werfen. Ich konnte mich keiner Seite anschließen, weder der syrischen Regierung noch den salafistischen Gruppen, die gegen sie kämpften. Manchmal hatte ich das Gefühl, dass alle um mich herum glaubten, Mut bedeute, die Waffe gegen den anderen zu erheben. Für mich lag der wahre Mut jedoch darin, sich von unüberlegtem Handeln fernzuhalten. Ehrlich gesagt, einige Syrer in der Türkei hielten mich für gegen sie, nur weil ich nicht dieselbe Begeisterung teilte. Ich dachte darüber nach, könnte ich für sie und ihre gerechte Revolution gegen das syrische Regime nützlich sein? Doch mir wurde klar, dass der Kontakt mit ihnen nicht gut ausgehen würde. Viele von ihnen betrachteten Unterschiede als Bedrohung und einige fehlten selbst an den grundlegendsten Ebenen des Verständnisses. Es fühlte sich an wie ein Labyrinth des blockierten Verstandes. Hier erkannte ich, dass ich mit ihnen keinen Nutzen gewinnen konnte und dass Abstand die beste Entscheidung war. Es machte mir nichts aus, getötet zu werden, wenn es einen wirklichen Nutzen gäbe. Aber als Gläubiger musste ich die notwendigen Maßnahmen ergreifen. Ich dachte, wenn ich getötet werde, dann sollte es für eine Sache sein, die es wert ist, und nicht, weil ich Opfer eines Missverständnisses eines törichten Menschen wurde. So traf ich die Entscheidung, die Türkei zu verlassen und Europa als neues Ziel anzusteuern. Und hier kam die größte Herausforderung. Europa. Selbst die Vorstellung, dorthin zu reisen, sei es nur als Tourist, gefiel mir nicht. Es fühlte sich an, als würde ich in kalte Welten reisen, in denen es keinen Platz für die Seele gibt. Amerika, Europa, Russland. All diese Orte erschienen mir wie eisige Wüsten, bevölkert von kühlen Menschen ohne Bezug zu Gott. Was würden sie mit jemandem wie mir tun, einem Spirituellen in einer Welt, die die Seele nicht schätzt? Doch meine Sichtweise änderte sich, als ich Österreich erreichte und erkannte, dass es in Europa Gläubige gibt, Christen, Juden und andere, die bei Gott besser sein könnten als viele Araber. Damals in der Türkei verbreiteten sich unter den Flüchtlingen Gerüchte wie ein Duft in der Luft. Europa braucht dich, die Bevölkerung schrumpft, du wirst nach deiner Ankunft Gehalt und Unterkunft erhalten. Ich stellte mir vor, dass die Europäer mich an den Grenzen mit Willkommensschildern erwarten würden. Ich dachte bei mir, wenn das der Fall ist, könnte ich vielleicht meine medizinischen Erfindungen unter ihnen verbreiten. Dann erinnerte ich mich an einen alten Traum, den ich im Libanon hatte und der sich auf die deutsche Sprache bezog. Ich sah mich neben einem jungen Mann sitzen, der typisch europäische Merkmale hatte. Blondes Haar, eine sehr helle Hautfarbe wie jemand aus Nordeuropa. Wir beide lernten Deutsch von einer Tafel, auf der deutsche Vokabeln mit englischen Bedeutungen erklärt wurden. Nach dem Unterricht verließ ich den Kurs, stieg auf ein Fahrrad und fuhr mit beeindruckender Geschwindigkeit an meinem europäischen Freund vorbei, da er zu Fuß unterwegs war. Aus diesem Traum schloss ich, dass Gott mir rät, Deutsch zu lernen und dass dies der Schlüssel sein würde, die Europäer mit großen Leistungen zu übertreffen, die sie schätzen und bewundern würden. Als mir dieser Traum wieder einfiel, fühlte ich mich motiviert, die Reise nach Europa anzutreten.